Ich habe einen in mein Leben, aber schade, war nicht drin für 1:1. Der BVB verliert nach über einer Halbzeit in Unterzahl mit 0:1 in Mönchengladbach. Es ist die zweite Saisonniederlage und das erste Spiel ohne eigenen Treffer. Und doch gab es den ein oder anderen positiven Aspekt. Dazu später mehr. Jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen zum Deckel drauf. Starten wollen wir mit der Analyse unseres Cheftrainers. So hat Marco Rose die 90 Minuten gesehen. Sehr emotionales Spiel. Insgesamt denke ich, erste Halbzeit sind wir, denke ich, ganz ordentlich reingekommen in die Partie, hatten auch Spielkontrolle phasenweise, aber haben einfach zu wenig Richtung gegnerisches Tor entwickeln können, zu wenig tiefe Läufe, zu wenig Druck aufs gegnerische Tor. Und Gladbach hatte dann in der Phase, wo sie das Tor machen, auch mehr vom Spiel, denke ich. Und dann bekommen wir die gelb-rote Karte. Hatten eigentlich schon für die Pause einen Plan entwickelt, wie wir dann auch umstellen wollen. Hatten Gladbach jetzt nicht zwingend mit Dreierkette erwartet, war viel Mann auf Mann und dementsprechend wollten wir dann auch die Statik ein bisschen verändern. Und hat sich dann aber natürlich erledigt gehabt mit dem Unterzahlspiel. Ich finde, dass wir das dann zweite Halbzeit sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Die Jungs sich reingehauen haben, alles probiert haben, die Dinge wegverteidigt, trotzdem versucht, Bälle zu gewinnen und auch noch 3, 4 gute Ansätze hatten, um nochmal richtig torgefährlich zu werden. Die eine oder andere Torgelegenheit haben sich die Jungs also auch in Unterzahl erspielt. Die vielleicht größte hatte Thorgan Hazard in der Nachspielzeit, der nach dem Kurzeinsatz gegen Union Berlin gestern 45 Minuten spielen konnte. Ich habe mich gerade mit ihm über die vergebene Möglichkeit, seinen aktuellen Fitnesszustand und mehr unterhalten. Toto, lass uns zu Beginn mal in die 91. Minute gestern springen. Du hast diese Kopfballchance. Wie lange denkt man danach noch drüber nach? Ich habe nicht viel Zeit zu denken. Die Ball kommt schnell zurück. Und auch schade für die Kopfball, aber ist nicht meine beste Qualität, Kopfball, Tor zu machen. Ich habe einen in mein Leben, aber schade, war nicht drin für 1:1. Ich denke, war 1:1 eine gute Result für uns, aber trotzdem schade. Aber jetzt wir müssen am Dienstag fokussieren und ich hoffe, wir können besser machen Dienstag. Für dich persönlich, du hattest gegen Union Berlin, glaube ich, 5, 6 Minuten gespielt, jetzt gestern 45 Minuten. Wie fühlst du dich? Wie weit ist es noch bis zu 90 Minuten? Ist langsam besser mit mir und wir müssen aufpassen. Ich war 5 Wochen ungefähr verletzt, so langsam zurück, aber gestern ein gutes Gefühl auf dem Platz. Und ich hoffe Dienstag ein bisschen mehr, wenn die Körper sagt, alles gut. Und wenn der Trainer sagt, du spielst. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Was müsst ihr denn am Dienstag besser machen, um da dann zu Hause gegen Sporting 3 Punkte einzufahren? Klar, wir spielen zu Hause mit unseren Fans, aber ist Champions League ist anders auch. Und wir hatten einen guten Start gemacht in Besiktas und jetzt wir müssen drin bleiben. Wir wollen klar einen Sieg, aber wir müssen klar gut spielen mit viel Enthusiasmus und viel Selbstvertrauen, ich denke. Und ja. Und dann ein Sieg gegen Sporting mit dem 2. Saisontor von dir? Ja, ich hoffe. Wenn einander schießt ein Tor, ist auch egal. Aber ein Sieg ist super für uns, ja.
Der Blick richtet sich also auf den kommenden Dienstag, wenn der BVB in der Champions League Sporting empfängt. Unsere Live-Berichterstattung rund um die Partie beginnt bereits morgen Mittag um 13:30 Uhr mit der Pressekonferenz mit Marco Rose. Gegen 17 Uhr meldet sich Nobby dann hier vom Trainingsgelände in Brakel zu den 15 medienöffentlichen Minuten des Abschlusstrainings. Am Spieltag gegen ca. 7:45 meldet sich Nobby dann live aus dem Stadion mit der Aufstellung und allen Infos rund zur Partie. Den Abschluss macht dann die Pressekonferenz nach dem Spiel. Das war's für heute aus Dortmund. Euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und bleibt gesund.